Jetzt, zum 3. Oktober, wird an diesem Jahrestag der Vereinigung Deutschland sehr viel gejubelt. Viele Tausende sind in Berlin zu feiern und auch in anderswo. Es wird als großer Feiertag gesehen. Aber ich bin einer, der nicht so mitfeiert, der sehr gemischte Gefühle hat. Und da muss ich vielleicht ein bisschen erklären, warum. Erstens, wie man hört, bin ich Amerikaner. Ich bin in der DDR viele Jahre meines Lebens, fast von Anfang an in der DDR. Ich kam aus den USA deshalb, weil ich dort an der Hochschule, an Harvard Hochschule, bin ich in den noch linken Jahren der USA zum Kommunist geworben worden. Ich bin Kommunist geworden. Das war noch am Kriegsende okay, weil die Sowjets und die Amerikaner waren ja Verbündete. Aber gleich nach dem Krieg war das nicht mehr okay. Und obwohl ich nicht eingezogen wurde im Zweiten Weltkrieg, war gerade zu jung, wurde ich dann doch im Koreakrieg 1951 doch in die Armee eingezogen. Und dort musste man sagen, ob man jemals Linke war oder nicht. Da Linke zu sein schon sehr unerwünscht war. Es gab sogar mögliche Strafen, wenn man sich nicht anmeldete. Jahrelang, 5 Jahre pro Tag des Nicht-Anmeldens. Aus Angst davor habe ich, als ich in der Armee kam, unterschlagen, dass ich doch ein Linker war und hoffte, dass das niemand merken würde. Ich hatte Glück, ich kam nicht nach Korea, ich kam nach Bayern, nach Bad Tölz und dann nach Fürth. Aber die Armee hat dann doch nachgeprüft und festgestellt, dass ich das unterschlagen hatte. Darauf stand auch noch bis 5 Jahre Strafe, Gefängnis. Und das zu vermeiden, aus Angst, ja aus Panik dafür, bin ich abgehauen, auf sehr dramatische Art, nach Österreich, die noch geteilt war. Über die Donau bei Linz bin ich geschwommen und habe mich bei den Sowjets gemeldet, die mich dann in die DDR gebracht haben, ohne dass ich das gewünscht hätte. In der DDR habe ich erst gearbeitet in einer Fabrik, dann habe ich Dreher gelernt, dann hatte ich die Gelegenheit, an der Universität in Leipzig zu studieren, Journalistik, was mich die Ehre brachte, dass ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der ein Diplom von Harvard und von der Karl-Marx-Universität habe. An dieser Ehre werde ich immer behalten, weil es keine Karl-Marx-Universität mehr gibt. Nach dem Studium bin ich nach Berlin und hatte verschiedene Arbeiten, bis ich dann freischaffender Journalist, Vortragsredner, manchmal Übersetzer, manchmal Lehrer und dadurch in die ganze DDR herumgereist bin, von oben bis unten, von Ost bis West, in fast jede Stadt und viele Städtchen und auch Dörfer und habe die kennengelernt. Was waren meine Eindrücke als Amerikaner? Nun, zuerst muss ich sagen, als noch ganz Linker, als ich kam, fand ich ja nicht irgendeine Utopie, das ist klar. Das war ja nur 7 Jahre nach dem Krieg, 1952 bin ich rübergekommen. Ich fand viele verschiedene Strömungen und viele verschiedene Einflüsse, die ich dann abwägen müsste. Ich fand manche Leute, die mir sehr nah am Herzen waren, Leute, die überzeugt waren, die müssen ein Stückchen Deutschland wenigstens aufbauen als antifaschistisch, als fair, als für alle Menschen gleiche Rechte, ohne große Konzerne und Kapitalisten. Und vor allem gegen alle faschistischen Einflüsse. Diese habe ich besonders als Freunde gewonnen. Es gab auch welche, die dieselbe Ziele vielleicht hatten, aber sehr dogmatisch waren. Die hatten so einen engen Horizont, dass jeder, der ein kleines bisschen anders dachte über irgendwas, galt schon als fast Feind. Mit dem hatte ich weniger Freundschaften.
Dann gab es welche, die sehr gut waren in den Phrasen, die von oben kamen, die der nachreden konnte, aber eigentlich Hypokrit, also Heuchler waren. Das war nicht immer gleich zu merken. Die trugen oft so ein Parteiabzeichen oder Bonbon, wie man sagte, nur bis nach Hause und dann haben sie es abgezogen, auch geistlich. Und dann gab es in der DDR auch sehr viele, was es auch anderswo gibt, viele Dummköpfe und einfach Idioten. Als ich rumreiste durch die DDR, sah ich auch in den ersten Jahren, die 50er Jahren, dass alles recht spartanisch war. Ich hatte auch große Sorgen als Amerikaner, so einen Keramikofen zu heizen. Ich habe es am Ende aufgegeben und lieber gefroren. Ich habe auch in meinen ersten 2 Jahren so eine Untermieterwohnung ohne Klo. Die Toilette war eine halbe Treppe tiefer, trocken. Und in den Geschäften gab es zwar genug zu essen immer und anzuziehen auch, aber es war recht spartanisch. Ich suchte die ganze Stadt durch für ein Waschlappen. Und es gab Zeiten, wo man die Rasierklingen nachschärfen müsste, weil es keine neue. Und Klopapier gab es ja gar nicht. Die haben so Zeitungen geteilt in 4-Teiler. Aber ich sah, wie die DDR aufgewachsen ist in den nächsten Jahren, nach und nach. Ich muss sagen, sogar eher und besser nach 1961, als die Mauer gebaut wurde, die zwar sehr hart war für so viele Menschen, für mich aber eher umgekehrt eine Sicherheit bot, dass ich nicht von irgendwelchen amerikanischen Kräften aus Berlin, aus Ostberlin irgendwie entführt würde, was ich immer ein bisschen gefürchtet hatte. Aber ich merkte auch, ich besuchte auch die neu aufgebauten Städte, so wie Halle West und Eisenhüttenstadt und Schwarze Pumpe und sah, wie ganze neue Betriebe und ganze neue Wohnviertel modern und sauber und gut waren. Und das hat mich beeindruckt. Ich habe aber auch gesehen, dass in vielen Städten und vielen Stadtteilen und vielen Straßen nichts getan wurde, dass sie herunterkamen. Also ich gab sehr gemischte Eindrücke und da sich durchzufinden, war nicht leicht. Ich merkte auch zunehmend in den Jahren, also besonders in den späteren Zeiten, in den 80er Jahren, dass die führenden Leute immer weniger Kontakt, immer weniger Verständnis mit der eigenen Bevölkerung. Ich glaube, dass viele von ihnen immer noch Ziele hatten, mit denen sie aufgewachsen waren. Also viele hatten in Spanien um Demokratie gekämpft oder in der Widerstand, in der Resistance oder in Exil. Die waren Antifaschisten und dafür war ich mit ihnen doch irgendwie verbunden. Aber gleichzeitig sah ich, wie sie unelastisch, wie sie nicht richtig mit den Menschen sprechen konnte, wie sie nicht elastisch genug waren und machte mir viele Sorgen, als ich das gerade in den letzten Jahren sah, wie es bergab ging. Das hat mich traurig gemacht, besonders als Journalist, weil ich glaube, das war eine der schlimmsten Sachen, dass in den Tageszeitungen und in den Nachrichten, im Fernsehen, das war unmöglich, einfach zu lesen oder anzugucken. Es gab gute Journalisten, vor allem in Zeitschriften und anderswo, aber dort in dieser offiziellen Presse war es unmöglich. Und das haben die Leute eigentlich gehasst. Ich hatte auch Hoffnungen und auch Gründe, weshalb ich mir immer noch der DDR sozusagen verpflichtet fühlte. Und immer gehofft hatte, dass sie doch noch am Leben bleibt. Die 4 Gründe waren erstens, dass, wie ich schon gesagt habe, die überwiegende Atmosphäre in der DDR schon von Anfang an war eine stark antifaschistische.
Das hieß nicht, dass alle Leute überzeugt wurden und dass es nicht antifaschistische Strömungen unter der Oberfläche waren, aber die waren eben unter der Oberfläche. Wer noch so einen Nazi-Gedanken hatten, hat die Schnauze gehalten. Und das war mir ganz recht. Und dabei die Bücher, die Filme, die Schauspielstücke, alles war sehr stark antifaschistisch. Und als einer, der in den USA aufgewachsen ist, auch als jüdischer Amerikaner, war ich besonders stark antifaschistisch und antinazi. Also das war eine wichtige Sache. Wobei ich in der Bundesrepublik das ich nicht so auf diese Art nicht gesehen hatte. Ich sah, wie sehr viele Leute, Diplomaten und Generäle und Akademiker und Journalisten noch von der alten Art kommen, besonders bis sie dann ausstarben, dass sie noch von der alten Zeiten kommen. Das war ein Punkt. Ein zweiter Punkt war, dass die DDR, so wie ich, sehr viel Sympathie hatte für die unterdrückten Leute auf der Welt. Das hieß, die Leute im Süden Afrikas, die um ihre Unabhängigkeit und gegen Apartheid kämpften. Die DDR hat ihn sehr, sehr unterstützt, mit allen Mitteln. Die Bundesrepublik leider umgekehrt. Die DDR hat sehr Allende unterstützt. Ich sah auf der anderen Seite, dass Pinochet unterstützt wurde, ein sehr blutiger Diktator. Ich sah, wie die DDR Nordvietnam unterstützt hat und nicht praktisch die auch blutige Typen im Süden. Und oder dass die DDR Franco-Spanien nicht unterstützt hat. Das sind Sachen, die mich, der immer sehr viel über Weltfragen interessiert war und sehr viel Sympathie hatte und sehr viel Mitgefühl, das war für mich sehr, sehr wichtig. Ein dritter Punkt war, dass die DDR etwas geschafft hatte, was zwar in der Bundesrepublik auch relativ sehr gut geschafft habe, aber die USA, meine Heimat, nicht. Es gab, wenn man krank war, versicherten Ärzte und Heilmittel. Also man brauchte gar nicht zu bezahlen, wenn man ins Krankenhaus ging oder zum Arzt oder zum Zahnarzt oder Brille brauchte oder sonst was. Da ging man, es wurde gar kein Geld ausgetauscht. Das kam alles unter diese relativ schmale Steuer, die man monatlich bezahlt hat. Das gab es bis heute in den USA nicht. Dasselbe mit Miete. Die Miete war so wenig, obwohl ich Glück hatte, durch einen Umtausch eine recht gute Wohnung in der Karl-Marx-Allee bekam. Das kostete 114 Mark, Ostmark. Das war sehr wenig und blieb so bis zuletzt. Jetzt sind es bei 600 Euro. Das hat mich beeindruckt, dass die Preise in den Geschäften, obwohl es Knappheiten immer gab, man hat sich immer über etwas geärgert, dass es gerade das nicht gab, was man suchte. Aber es gab immer genug zu essen und es gab genug anzuziehen, wenn auch nicht immer die modischste, aber immer zu festen Preisen. Das hat mich auch beeindruckt, dass man überhaupt keine Bettler sah und nie ein einziger, der auf der Straße schlief, hat mich auch sehr beeindruckt. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt war, dass ich mich freute, dass große Konzerne, die praktisch mitverantwortlich waren für den Zweiten Weltkrieg und für den Aufbau Hitler, die Hitler unterstützt hatte. Die großen Namen brauche ich nicht durchzugehen. Es waren die größten Namen, manche schon so groß beim Ersten Weltkrieg schon. Und die haben durch den Krieg, durch Kriegsgefangene, praktisch Sklavenarbeiter, haben Milliarden verdient. Und auch nach dem Krieg, nach einer kurzen Zeit waren sie wieder oben auf. Und die blieben oben auf. Und die wollten immer sich erweitern. Und das tun sie immer noch, sich expandieren nach Osten, nach Süden oder sonst wo. Die waren ja völlig weg in der DDR, absolut weg vom Fenster. Auch die großen Junker mit ihren riesigen Feldern, die waren auch weg, das Land war aufgeteilt. Das hat mich besonders beeindruckt. Und deshalb, als ich das zu Ende ging,
In 1990 war ich sehr betroffen. Ich habe gemerkt, dass vieles dumm gemacht wurde. Ich habe auch natürlich die Augen nicht verschließen können vor nicht nur Dummheiten, sondern Härten in der DDR, vor Stasi, wo die Stasi sich absolut unmöglich gemacht hatte, obwohl es nicht ganz so wie in vielen Filmen war es nicht. Es stellte sich raus, erst nachher zum Beispiel, dass mein Zimmerkamerad an der Hochschule in Leipzig auch zur Stasi gehörte. Vielleicht war er deshalb mein Zimmerkamerad. Aber er war ein guter Kerl, er war ein Flüchtling von Ostpreußen, ein Waisenkind, und er tat das aus Überzeugung. Also das war kompliziert, aber ich sah doch Brutalität von Leuten, die eingesperrt wurden, von Nichtigkeiten. Das hat die meisten Leute nicht so betroffen, weil wenn sie sich nicht in der Politik einmischten, sondern ihrer Arbeit nachgingen und abends ins Kino oder Fernsehen oder vielleicht ins Theater ging, hat sowas wie Stasi nicht so betroffen. Aber die war da, und die und manche andere schlechte Sachen, die sah ich. Aber diese Hauptpunkte, die ich ja genannt habe, waren für mich die überwiegende Charakterisierung der DDR. Und deshalb, als nach 1990 ich sah, wie diese große Konzerne wieder reinkamen. Ja, mein Fahrstuhl in meinem Haus ist von einem dieser oder eine Zusammenstellung von zwei großen Firmen gebaut, wie die Rolltreppe. Die Banken kamen zurück, und ich sah, wie sie sich ausbreiten nach Polen, nach Tschechoslowakei oder Tschechien dann oder nach Afrika jetzt, wie sie ihre Bundeswehr nach Afghanistan oder Mali schickten. Das hat mir sehr, sehr leid getan und mich betroffen. Ich sah, wie es zu Ende ging in der DDR, und das tat mir leid, dass meine Hoffnungen doch irgendwie zugrunde gingen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass in der Bundesrepublik, die viel größer geworden ist, die nicht an der Elbe stoppt, sondern in Rhein, meine Gedanken. Also ich gehöre jetzt, obwohl immer noch USA-Staatsbürger, doch auch zu Deutschland. Ich hoffe, dass die Menschen hier sich die große Drohung von rechts, von diesen rechten Parteien und rechten Gruppen und ihre Beziehungen auch in anderen Parteien, dass sie widerstehen, dass wir auch hier in Deutschland ein besseres Land machen können für die arbeitenden Menschen und nicht, so wie in manchen Ländern, diese praktisch faschistische Bewegung dem Opfer fallen. Ich habe große Angst dafür, ich habe aber immer noch Hoffnung, dass die Menschen dagegen wirken und dass wir vorankommen.